Helfen bewusstseinsverändernde Substanzen bei der Dharma-Praxis? Das ist die Frage, die uns gestellt wurde. Und wir sprechen also über das, was auch Drogen genannt wird, aber wir nehmen das Thema mal ein bisschen weiter. Ich nehme auch mal Alkohol mit hinzu. Also erstmal, helfen sie? Die grundlegende Antwort ist nein. Meine Position ist da recht klar. Und jetzt kommen die zusätzlichen Bemerkungen. Ich weiß, dass zum Beispiel in meiner Generation, damals, als wir in den 80er Jahren ins Retreat gegangen sind, Anfang der 90er, war es so, dass doch einige von uns, die wir da im 3-Jahres-Retreat gelandet sind, auch 6-Jahres-Retreats, dass bewusstseinsverändernde Substanzen, also inklusive LSD, Pilze und so weiter, dass die dazu beigetragen hatten, dass diese Menschen zur intensiven Dharma-Praxis gefunden haben. Also man könnte sagen, ja, also ganz zu schweigen von Haschisch, also Marihuana, was im damaligen Zeiten gang und gäbe war bei vielen, da haben diese Substanzen wie ein Tor geöffnet dafür, dass es eine andere Art gibt, die Welt zu erleben. Nichts von dem wirklich mit einer bleibenden Transformation des Seins. Also man muss einfach sagen, bis heute ist mir noch kein überzeugender Bericht zu Ohren gekommen, dass ein Mensch durch Substanzen erwacht wäre und dass ein bleibendes Erwachen, also eine bleibende Transformation zur Folge gehabt hätte. Ich höre nur davon, dass Menschen Jahre, Jahrzehnte lang damit experimentiert haben und dass sie dann später in ziemlich gravierenden Depressionen gelandet sind, in ziemlicher Verwirrung, körperlicher Abbau, also keine sehr inspirierenden Zeichen. Jetzt ist heutzutage Ayahuasca und Ähnliches sehr en vogue und auch da können wir sagen, ja, unter bestimmten Bedingungen wirkt das bewusstseinserweiternd. Uns wird bewusst, ja, es werden andere Dimensionen des Erlebens bewusst. Es findet eine sehr stark energetische Sicht des Seins statt und manchmal auch erstaunliche Einsichten in mein eigenes Verhalten. Also es hilft auf einem Weg der Öffnung. Und jetzt gibt es aber, und das ist das Blöde an der Geschichte, gibt es viele Berichte, dass ein Greifen nach diesen Substanzen entsteht, was zu einer häufigeren Einnahme führt und dann immer mehr zu schlechten Erfahrungen. Also schlecht im Sinne von Horrortrips bei LSD oder so krassen körperlichen Symptomen mit einem nicht mehr voll zurückfinden in die normale Realität, mit der Fähigkeit voll zu funktionieren. Deswegen werden solche Versuche, solche Substanzen ja auch eigentlich unter Aufsicht genommen, denn sie sind nicht ungefährlich. Und als wir damals die Gelegenheit hatten, mit Genno Rinpoche darüber zu sprechen, meinte er, ja, zu Anfang würde der Kontakt mit solchen Substanzen eigentlich recht viel positives Karma freisetzen und auch aufbrauchen. Und es wären die ersten Erfahrungen meistens relativ positiv. Aber die positive Kraft, die es für diese geistige Öffnung braucht, die wird aufgezehrt. Und je länger und häufiger man eine Substanz einnimmt, desto schwieriger werden die Erfahrungen. Bis hin zur Sucht, bis hin zu Horrortrips, zu Erfahrungen, aus denen schwer herauszufinden ist.
Und das war eigentlich auch die gemeinsame Erfahrung von all den Menschen, mit denen ich zu tun habe, die diesen Jahrzehnten zur Dharma-Praxis gefunden haben. Eigentlich war der gemeinsame Tenor, ich weiß, dass es im Geist andere Dimensionen gibt, ich weiß, dass da eine Quelle des Glücks ist und ich möchte jetzt daran kommen, ohne die schädlichen Nebenwirkungen. Und tatsächlich finden wir ein inneres Glücklichsein, eine innere Weite, diese Dimension des nicht greifenden Seins, diese innere Gelöstheit. Das finden wir durch die meditative Praxis. Und dann ist nur zu hoffen, dass wir durch frühere Erfahrungen nicht allzu sehr geschädigt sind. Also konkret, ich habe natürlich in den Retreats, die ich betreut habe, Menschen betreut, die sehr viel LSD genommen haben. Ich habe ehemalige Heroinabhängige betreut. Ich habe Leute betreut, die gekokst haben und natürlich viele, die über Jahre hinweg Marihuana genommen haben und. Sie hatten es schwerer als die Menschen, die keine Substanzen eingenommen haben. Abgesehen von den Menschen, die mal nur ganz kurz probiert hatten und dadurch motiviert worden sind, die hatten zum Teil überhaupt keine schädlichen Auswirkungen zu beklagen. Aber alle anderen, die da kräftiger zugelangt haben, hatten einen schwierigeren Weg. Und zwar aufgrund eines Zusammenhangs, an den man zunächst gar nicht denkt. Sie waren viel weniger belastbar. Die Drogen wurden oft genommen, um mit schwierigen emotionalen Situationen zurechtzukommen. Also der Griff nach der Substanz findet dann statt, wenn das Leben mir gerade nicht inspirierend genug ist oder geradezu bedrückend. Dann Griff zur Substanz, die macht das Leben erstmal erträglicher. Und dieser Mechanismus, bei schwieriger werdenden inneren Erfahrungen nach etwas Äußerem zu suchen, der hat den intensiv Praktizierenden, die früher sich so verhalten haben, die Retreats und das intensive Praktizieren viel, viel schwerer gemacht als anderen, die dieses Muster des Ausweichens, der Befriedigung oder Lösung durch etwas anderes, durch etwas Äußeres, die das nie entwickelt hatten. Oder nicht verstärkt haben zumindest. Von daher würde ich mal sagen, große Vorsicht. Ich will die Substanzen nicht verteufeln, denn es gibt auch gute Erfahrungen damit. Ich selber halte meinen eigenen Geist für so kostbar und meine eigene innere Klarheit für so kostbar, gehöre auch zu den Menschen, die in Bereiche innerer Gelöstheit gefunden haben, ohne Substanzen, dass ich mich selber nie so einem Experiment wieder unterziehen würde. Also nicht mehr wie früher in meinen jungen Jahren. Der klare Geist ist mir zu kostbar, um ihn einer Substanz auszuliefern, die ich nicht kontrollieren kann, die nicht kontrollierbare Wirkung auf den Geist hat. Und da sind wir jetzt beim zweiten Aspekt. Ich wurde auch gefragt, ob Dharma-Praxis helfen kann, Horrortrips dann irgendwie zu verarbeiten. Ja, natürlich. Ganz einfach, weil ein bewusstes Arbeiten mit all dem, was da im Unbewussten, Unterbewussten aktiviert wurde, nach oben gespült wurde, denn Horrortrips sind nichts anderes als unser Unbewusstes, was sich zeigt als höllische Erfahrungen und als göttliche Erfahrungen. Da kommt so viel an die Oberfläche und mehr, als was die Praktizierenden gerade so verdauen können. Und natürlich kann der Dharma helfen dabei, das zu integrieren, aber es gibt auch Menschen mit bleibenden Schäden, also bleibenden Wunden, Traumata in ihrem Bewusstsein, wo es vielleicht sehr lange dauert, um das zu heilen. Es geht
immer irgendwie, aber braucht sehr viel Geduld und es braucht auch den Mut, sich all dem zuzuwenden, was da aus dem Vorbewussten, Unbewussten hervorgeholt wurde. Und da ziehe ich es dann doch vor, den sanfteren Weg zu gehen und es der Meditation zu überlassen und damit auch den Kontrollmechanismen in meinem Geist, wann Inhalte aus dem Unbewussten, aus dem Vorbewussten, wann die aufsteigen können. Und das ist noch herausfordernd genug. Für mich sind Substanzen so, wie wenn ich ungeduldig bin und so ein bisschen die Brechstange ansetze und etwas anderes möchte, etwas anderes provozieren möchte, freisetzen möchte, als das, was von selbst gerade auftaucht. Und für mich ist dahinter eigentlich die Ungeduld der Menschen spürbar, die Ungeduld mit den eigenen Mustern, mit den beschränkenden Mustern auch in unserem Geist, dass wir nicht die Energie aufbringen wollen, geduldig die innere Arbeit der Entspannung zu üben und gelöstere Zustände allmählich uns zugänglich zu machen, was dann auch ein allmähliches Freisetzen der unbewusst wirkenden Muster mit sich bringt und eben nicht so ein schnelles Freisetzen des Unbewussten kann eine völlige Überforderung sein. Muss nicht, aber es passiert häufig genug, sodass man halt doch auch sehr häufig davon hört. Und so habe ich selbst kein volles Vertrauen in ein sogenanntes kontrolliertes Experiment, wo man unter kontrollierten Bedingungen mit Therapeuten oder mit Schamanen Substanzen einnimmt. Es kommt trotzdem dazu, dass Inhalte aus dem Vorbewussten hochgespült werden, die dann nicht unbedingt integriert werden können. Und deswegen bei aller Wertschätzung für das, was diese Substanzen auch für Menschen schon getan haben, lieber die Hände davon lassen, ist der sicherere Weg.